Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier mit EEP 17, unsere No-Name-Anlage. So, was hatten wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal hatten wir ja hier ein paar schicke Wohnhäuser, beziehungsweise auf der anderen Seite so kleine Wohnhäuser mit kleinen Geschäften unten drunter. Hatten wir ja platziert. Genau, und dann hatten wir hier angefangen mit der Straßenbahnhaltestelle, die gegenüber vom Bahnhof quasi ist. Und hatten ja hier so eine schöne, ja, ich nenne das jetzt mal Fußgängerzone erstellt. So mit den kleinen ja, Modellen hier, die Bodenplatten einzelne, die wir dann einzeln hier überall hingetan haben. Genau, und dann habe ich noch einmal hier kurz diese komische Arkadengebäude hier, das ist so, wahrscheinlich so ein kleines Kaufhaus oder so, habe ich dann erstmal hier so rangezogen, dass das hier abschließt. Müssen wir mal schauen, ob wir das hier lassen. Könnte passen eigentlich direkt an der Haltestelle so ein Geschäft. Könnte, ne? Ist ja lukrativ. Ja, was sollten wir denn in dieser Folge machen? Genau, ich hatte mir überlegt, dass wir hier mit der Straßenbahn eventuell weitermachen. Dass wir die Straßenbahn halt weiterbauen. Die würde dann hier einmal rechts rumfahren, weil hier über die Straße wird ein bisschen schwierig und dann da hinten nochmal, da ist ja noch das Gleis von der Bahn. Ähm, genau, und hier dann quasi, dass das dann hier an den Seiten, ungefähr hier in der Höhe, würde ich jetzt so gucken, dass wir hier so einen kleinen Hinterhof machen für die Wohnhäuser hier. Die haben ja, glaube ich, alle hinten auch Türen, ne, genau. Haben auch rückseitig eine Tür. Hier allerdings sehe ich gerade, das ist so eine, ja, so eine Lieferzone, beziehungsweise so eine Anlieferstelle für das komische hier Intecta System Möbel Geschäft hier. Da müssen wir mal schauen. Dann, ja, das muss ja nicht mit dem Hinterhof zusammenhängen. Da können wir hier nochmal vielleicht so eine kleine Mauer ziehen und quasi bis hierhin und dann gucken wir mal, dass wir dann eventuell hier oder irgendwo eine kleine Zufahrt machen für den LKW, der da anliefern würde oder so. Ja, das sind jetzt wieder so kleine Details, aber die muss ich zugeben. Also bei mir, ich achte irgendwie immer auf so kleine Details. Aber damit will ich mich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten. Wie gesagt, Hauptaugenmerk ist jetzt immer die Straßenbahn, würde ich sagen. Und ich hatte mir noch überlegt, ich hoffe, dass das von der Zeit her jetzt für die Folge passt, ja, dass wir eventuell diese komplette mittlere Spur, das fängt ja hier an. Ich hatte ja eigentlich gesagt, das ist quasi zweispurig, ne? Hier die zwei Spuren in die Richtung führen und einspurig in die Richtung. Dann habe ich mir überlegt, das ist ja eine sehr breite Straße dann quasi, ne? Also insgesamt, wegen Fußgänger und so, dachte ich mir, wir könnten ja die mittlere Straße quasi, ja, nicht zum Fahren benutzen, sondern würde ich hier irgendwie so Verkehrsinseln oder sowas machen. Ich glaube, das würde sogar schicker aussehen. Dann würde ich nämlich hier die Weiche dauerhaft nach rechts lassen, dass die Fahrzeuge quasi dann hier einmal rechts rumfahren und hier dann schon die erste äh, Verkehrsinsel ist. Ich guck mal, ich hatte ja auch schon geguckt, hier sieht man ja auch schon, ich hatte hier sowas gefunden mit so schönen Pfeilen. Das würde ich jetzt direkt erstmal machen. Was ist der Unterschied? Hier ist einer und hier oben auch einer. Der eine ist er länger? Achso, nee, das ist nur andere Textur. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, was passt denn besser dahin. Und ich würde sagen, das hier würde hier besser hinpassen, ne? Ich guck mal, wir ziehen das mal hier rüber. So, das heißt quasi, dann würden die Fahrzeuge hier einmal rumfahren, ne? So wie der Pfeil zeigt, ne? Auf der anderen Seite genau das gleiche. Ähm, Oder, ja doch, lass mal den hier. Den anderen können wir schon mal wegmachen. Dann habe ich einmal gesehen, das gibt es auch einmal mit so schönen Schildern,
die auf einen Zebrastreifen hinweisen. Das würde nämlich hier perfekt hinpassen. Und dann gucken wir mal, dann tun wir das mal so schön in der Mitte. So. Dann können wir theoretisch eigentlich, ach so, den hatten wir neben, okay, den hatten wir gesperrt. Aber, ja, jetzt ist natürlich das Problem, das wieder auszuwählen. Ich sperre erstmal kurz die Straße. So, jetzt einmal entsperren. No, das ist nicht gut. Jetzt habe ich die Straße wieder entsperrt. Moment, das ist jetzt schwierig. Da kommt man nicht dran. Moment. Aber das ist eine Weiche hier, ne? Ja. Ja, machen wir mal ganz kurz sperren. Geht nicht anders. So, okay, die ist gar nicht gesperrt, aber jetzt konnte ich die wenigstens erwischen. So, dann würde ich nämlich sagen, weil hier ist dann quasi so eine Lücke, ne, auf beiden Seiten, weil das ja so ein Ding ist, dann würde ich das einmal so weit zurückziehen, dass das quasi, ja, würde ich sogar so lassen. Wie passt das denn? Ne, passt nicht ganz. Müssen wir einmal ein Stück ziehen. Ja. So würde ich das nämlich machen. Dann würde ich das dann einmal kopieren und einmal auf die andere Seite. Na, jetzt geht das schon wieder los. Komm schon. So. Dann einmal auf die so und dann ziehen wir einmal auch rüber. So, dass das quasi da, ne, hier mit Achtung, hier so Vorsicht, hier ist ein Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen. So, finde ich schön. Sieht nicht schlecht aus, oder? Machen wir einmal, kopieren wir das und tun das auf die andere Seite nochmal. Jetzt die Zebrastreifen. Kann ich. Nee. Auch jetzt haben wir die. Dann sperren wir die nämlich auch. So, dann haben wir das. Sieht doch schön aus. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite. Da haben wir auch das gleiche Spielchen, aber jetzt müssen wir die Straße wieder einmal freigeben. Genau. Okay, hier ist genau das gleiche Spiel. Wir ziehen den erstmal so weit ganz kurz rüber, dass das so hinpasst. So, genau. Ist das denn mittig? Ja, nicht ganz, ne? Ziehen wir den einmal so. Ist das jetzt mittig? Das ist die Frage, ne? Ob das jetzt genau so auf der gleichen. Ist das so mittig, genau wie der? Sieht nicht so aus, irgendwie. Oder ist der ein bisschen schief? Der ist auch ein bisschen. Ich gucke gerade. Ja, den kann man vielleicht ein Stückchen in die Richtung ziehen, so. Dann passt das nämlich. Ne? Ich glaube, jetzt müsste es passen. So, auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, ob wir an den dran kommen. Da kommen wir schon dran. Den ziehen wir jetzt einmal zurück, so dass der eine da drunter verschwindet. Dann einmal kopieren und auf die andere Seite. Jetzt müssen wir die auch einmal auswählen. Jetzt gucken wir mal, dass der genau parallel sind hier. Da kommt einen noch. Also, ist noch ein ganz kleines bisschen, ne? So ein Millimeter. Das ist schwierig, das zu handhaben. Ja. Jetzt ist er zu weit nach vorne. Ach, komm schon. Ja, komm. Die Millimeter lassen wir jetzt erstmal. Dann einmal so. Ja, perfekt. Dann haben wir hier ebenfalls den Überweg mit dem Zebrastreifen. Und einmal sperren. Perfekt. Ja, das sieht doch schon mal, ne? Sieht doch schick aus, ne? Dann würde ich sagen, so, damit das eine Logik ergibt, warum die Fahrzeuge quasi hier rumfahren, habe ich jetzt hier den erstmal zuerst hingestellt. Aber ich bin am Überlegen, es gab, wie heißt das? Es gab da, wie hieß das denn? Eine Absperrfläche. War das, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Immobilie war. Ein Absperr, schreiben wir mal ab. Ups, was haben wir denn geschrieben?
Absperrer. Absperr. So. Hieß das Absperr? Irgendwas? Ja, nein, nicht Absperrungen. Ja, sowas auch nicht. Absperrungen, nee. Baustellenabsperrungen. Gucken mal. Vielleicht kann man ja irgendwo mal eine Baustelle hinbauen. Wäre auch nicht schlecht. Nee. Ach, wie hieß das denn? Wie nennt man das? Diese schraffierte Flächen, die nicht befahren dürfen. Befahren werden dürfen, so, ja. Ähm, Wie nenne ich das denn jetzt? Ich weiß gar nicht. Ähm, Machen wir mal schraff. Ah, genau, das müssen die sein. Genau, ja. Gelb eventuell, ne, für die Baustellen. Wenn man die jetzt einmal drehen. Das wäre jetzt so die richtige Richtung, wie ich mir das vorgestellt habe. Erstmal auf 180 einstellen, dass das einmal gerade ist. So, jetzt muss ich den einmal. Komm her. Oh, komm schon. So, einmal hoch, einmal da lang. Dann gehen wir einmal runter. Eins, mal hoch. So. Und nach vorne. So würde es dann quasi aussehen, halt ohne, wenn wir jetzt ohne die Verkehrsinsel da machen. Ne? Dass das quasi so eine Sperrfläche ist und die Autos müssen einmal hier, zack, einmal rechts rum vorbeifahren. Allerdings nicht in Gelb. Mm, Die sind noch ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich die ein bisschen tiefer kriege. So, so, ne? Nicht in Gelb. Gelb ist ja für Baustellen. Hier genau das ist das, nämlich das Weiße ist das. Zack. Dann haben wir das schon mal hier. So, und jetzt würden wir die schraffierte Fläche einmal komplett geradeaus machen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben hier die Ausfahrt einmal hier und einmal so. Hier sollte eigentlich hier lang die Einfahrt sein, ne? Okay. Ja, dann nur zu Deko-Zwecken können wir hier eine Linksabbiegerspur machen, die dann leider nicht befahrbar sein wird. Ja, kann man nichts machen jetzt. Ich würde sagen, Moment, das ist der Anfang. Ende kurz gelb, Ende kurz weiß. Jetzt ist die Frage. Okay, das ist jetzt eine Immobilie, der dockt da jetzt natürlich nicht an. Aber es gibt eine schöne, tolle Funktion. Ich drehe die jetzt erstmal in die richtige Richtung. Muss mal gucken. Einmal auf 180. So. Eine tolle Funktion hier oben jetzt bin ich am Überlegen, bei Einfügen müsste das sein, genau. Hier rastet Objekte an Andockpunkten aneinander, ohne Ausrichtung oder mit Ausrichtung. Ich nehme jetzt mal ohne Ausrichtung und probiere jetzt mal, ob das hier andockt. Perfekt. So, damit jetzt nichts anderes sich irgendwie verschiebt oder so, ne, dann einmal wieder deaktivieren. Dann ist das nämlich perfekt hier angedockt. So, ne? Sieht man ja. Sieht einfach perfekt aus. So, jetzt ist die Frage. Die Linksabbiegerspur braucht ja nicht so lang zu sein, ne? Das heißt, das ist hier der Anfang links gewesen. Es gibt auch einen Moment, Anfang kurz. Anfang kurz. Ne, Moment, Ende. Genau, das Ende brauchen wir. Ne, nicht das. Es gibt auch Mittel. Jetzt bin ich. Wo ist denn hier? Rechts. Nein. Also jetzt sind wir, genau. Rechts Anfang kurz weiß. Nein, das ist Anfang. Dann brauchen wir das Ende kurz weiß. Nein, das ist es auch nicht. Komisch. Wie hieß das jetzt hier? Schraffiert links Anfang lang. Das heißt, dann müsste das hier auch der lange sein hier. Genau, der ist dann in die Richtung. Der guckt schon mal in die richtige Richtung. Dann gucken wir einmal hier nach der Höhe 001. Okay. Stellen wir hier auch einmal 01. Und so. Jetzt kommst du jetzt einmal hier mit. So, das würde heißen, hier würde jetzt quasi die Linksabbiegerspur
Ja, ich sehe jetzt gerade ja, die Querlinien sind jetzt in die verkehrte Richtung dann, ne? Jetzt müssen wir das anders machen. Warte mal. Moment. Das ist ja rechts Anfang, dann müssen wir links Anfang weiß. Kommt das hin? Nee, das kommt auch nicht hin. Äh, Ende lang gerade. Nicht gelb, weiß. Das müsste das sein, genau. Dann tauschen wir das einmal. Ach nö. Müssen wir das einmal wieder drehen. 180. Genau. So rum passt das besser. Dann ziehen wir den jetzt einmal. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir mit dem Linksabbieger. Der Linksabbieger würde ja sein, quasi ab hier würden die abbiegen. Ja, ich würde sagen, die Länge passt so, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Mittelstück hinkriegen. Mitte, wir sind bei links, das heißt, Mitte links weiß. Das ist das Stück. Ja, dann würden wir das nämlich nicht mehr brauchen. Das könnten wir sogar austauschen. So, das passt dann perfekt noch da dran. Aktivieren wir kurz nochmal die Undock-Punkte, dass wir den dann einmal hier andocken lassen. So würde das dann aussehen. Genau, und dann hatten wir hier quasi hier würden wir dann so eine durchgezogene Linie haben, ungefähr bis hierhin. Und dann quasi ab hier ist dann die Linksabbiegerspur. Und das gleiche von dem hier würde ich dann, ja, der müsste dann hier erstmal, sollen wir den wegmachen oder soll er hier bleiben? Weiß ich jetzt gar nicht. Achso, Moment, habe ich schon fast vergessen. Dann wieder zu deaktivieren. So, dann ziehen wir mal kurz ein Stück nach oben, damit das nicht so flackert. Ja, den Überweg können wir so lassen, würde ich sagen, ne? Lassen wir erstmal so stehen. Wir gucken mal. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Genau. Das war jetzt nämlich hier und dann würden wir da hier irgendwo auch nochmal einen Überweg machen, wahrscheinlich. Und genau. Ich glaube, das reicht. Das ist erstmal das. Wir müssen demnächst noch erstmal gucken, dass wir hier die Linien, die Markierungen machen. Hier die Straßenmarkierungen. Jetzt muss ich erstmal schauen. Jetzt bin ich irgendwie, wenn jetzt ein Bus lang fährt, wo bist du denn? Straßenverkehr, Bus. Nehmen wir mal so einen riesen Reisebus. Wenn der da durchkommt, kommt ja eigentlich alles durch. Ja, einmal falsche Richtung, einmal drehen. So, dann fahr mal. Okay, der fällt einmal hier. Ja, ist genug Platz zum rumfahren hier. Ja, passt perfekt. Super. Nee, super. Sieht doch schön aus. Genau, den einmal wieder weg. So. Ne, und dann gucken wir hier, dass wir die Mittellinien irgendwie noch machen. Wie nennt man die denn? Unterbrochene Mittellinien hier so. Und an manchen Stellen dann auch die durchgezogene Mittellinie. So, als nächstes würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal hier zu der Straßenbahn. So, den können wir jetzt schon mal mitnehmen. So, gehen wir rüber da. Können wir schon mal hier dran machen. Zack. So, der ist aber ein bisschen zu lang. Gehen wir einmal auf Gizmo und ziehen den mal ordentlich zurück. Okay. Und setzen den einmal auch in die andere Richtung. Das hat nicht funktioniert. Jetzt. Perfekt. Ne, das sieht auch hier so super aus. Deswegen nehme ich auch wirklich nur die als ne, V7, Version 7 oder keine Ahnung, Straßenbahn, nur Gleisspurrille. Die passen dann perfekt hier durch die Bodenplatten. Genau, so. Zuerst gucke ich mal, Moment, so ungefähr würde ich dann hier so die Mauer hinmachen. Wir suchen uns erstmal die Mauer.
grenzen erstmal den Hinterhof ab. Fahrwege. Gibt es bestimmt auch als Spline. Wir gehen mal auf Suchen. Machen wir mal Mauer. Keine? Oder habe ich das falsch geschrieben? Mauer. Ach, natürlich falsch geschrieben. Mauer. Jetzt. Oh Mann. So, nein. Beton, Plattenmauer. Ja, das könnte gehen. Oder? Wir gucken mal. Wir drehen das mal kurz in die andere Richtung. Ziehen das mal hier. Upsala. Ich wollte das nicht verbiegen. Einmal rüberziehen. Ah, noch nicht ganz geschafft. Mit der 180 hier. So. Genau. Das wäre dann jetzt quasi die Mauer, die dann hier den Hinterhof vor den Straßenbahngleisen schützt, dass da keine Person drüber rennt oder so. So, dann schauen wir mal, wie wir das. Ja, könnte man eigentlich machen. So mit schönen Graffitis drauf, ne? Es gibt ja auch Graffiti als Modelle. Und da kann man ja auch machen. Oder so eine modernere Mauer, die vielleicht noch ein bisschen zu hoch zwar ist, aber müssen wir mal weiter schauen. Hier ist auch noch, was ist der Unterschied? Okay, die ist noch größer. Das ist eine Mauer. Das ist doch keine Mauer. Dann haben wir hier eine Stadtmauer, Gleismauer, Beton. Ja, eine ziemlich hohe Betonmauer. Die sind alle so hoch, ne? Ja. Ja gut, die kann man überspringen. Gleismauer. Was ist das? Friedhofsmauer. Die sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ich würde sagen, die würde auch sogar passen. Ich guck mal. So. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo einen Friedhof bauen werden oder so, aber können wir ja auch jetzt für hier benutzen. Ich meine, farblich würde es ja auch hierhin passen, ne? So ungefähr so ein bisschen mit den Hausdächern, so ungefähr so ein bisschen passt das ja. Der andere ist ja so richtig dünne Mauer. Das ist, gucken wir mal. Kaimauer, Kreuzungsbauwerk. Nee. Mauerbruchstein. Nee, das sieht nicht schön aus. Schallschutzmauer. Nee. Schiefmauer. Okay. Nee, sowas brauchen wir auch nicht. Das sind alles Schiefmauer. Stützmauer. Stützmauer. Granitmauer. Ufermauer. Vulkanit. Wald. Was? Waldeslustmauer. Okay. Nee. Kann ich auch nichts mit anfangen. Und Waschbetonmauer. Nein, das sieht auch nicht schön aus. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher. Nehmen wir die Mauer hier. Ups, nicht das. Ach, komm. Nehmen wir die Betonplattenmauer oder nehmen wir hier die Friedhofsmauer? Hm, weil auf den Betonmauer würden Graffiti sogar sehr schön aussehen, ne? Aber auf den würden das jetzt nicht so schön aussehen. Ja, wir nehmen mal den hier, die Betonmauer. So, ich würde sagen, den würden wir dann einmal hier so ungefähr, dass die Bahn ein bisschen Platz hat. Dann ziehen wir den einmal bis hier hin. Ja, und hier, ja, die Zufahrt. Obwohl, ja, die Zufahrt machen, wenn wir hier so machen, reicht ja dieses Stück für den LKW dann. Ne? Machen wir so, dass der quasi hier mit abschließen wird dann. Ja, das passt. Dann gucken wir mal hier. Wie machen wir das denn? Einmal sperren. Nein, einmal kopieren.
Dann verkürzen wir das einmal auf, nee, Moment, einmal andere Kurventyp, einmal auf, brauche ich den? Nee, brauche ich gar nicht. Ich will ja keine Winkel reinmachen. 10 Meter. So. Und dann müssen wir den einmal nur drehen. Haben wir so und minus 90 haben wir hier. Okay. So, den würden wir dann einmal hier hin. Und das ist jetzt das, was ich meinte, ne? Hier mit dem Sperren ist jetzt perfekt, weil der würde jetzt hier quasi andocken und dann sich so rum, so wie die hier in die Richtung drehen. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass der hier das so abschließt. Das heißt, einmal so. Dann ziehen wir das Stück nochmal bis in die Wand rein. Und ja, speichern wir und sperren nochmal beide Enden. Den können wir einmal kopieren und einmal auf die andere Seite schon mal. Dann können wir den auch komplett sperren und den komplett sperren. So, und jetzt. Die brauchen auch hier einen. Sollen wir hier einen Hinterhof mit Autos zum Parken machen? Platz, oder müssen die ja eine Zufahrt haben? Könnten wir, hier ist ja noch die Lücke, da hatten wir ja den Baum hingestellt mit der kleinen Mauer hier. Könnte man ja eventuell vielleicht doch ändern, dass wir dann hier eine Zufahrt haben für die oder so, ne? Oder? Oder es ist nur ein Hinterhof, keine Ahnung, ohne Parkplätze oder so. So, dann ziehen wir den einmal hier rüber. Oh. So, genau das ist jetzt passiert, was ich meinte, ne? Der hat sich jetzt allerdings an die Bodenplatte hier, was unter dem Gebäude steht, hat er sich jetzt angedockt. Das müsste der hier sein. Ja, das Problem ist, bei denen kann man das leider nicht machen. Bei denen gibt es das nicht, die Endensperren. Auch wenn ich jetzt Objektsperren mache, der dockt dann wieder trotzdem da an. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Allerdings, wir können, stimmt. Jetzt habe ich selber nicht mehr daran gedacht. Wir können ja den hier sperren. Die Enden, den Anfang und das Ende sperren. Und ja, jetzt müssen wir den erstmal wieder auf minus 90 umdrehen. Und Länge nochmal auf 10. Obwohl, nein. Ja, gut. Stimmt, wir hatten den ja ein bisschen länger gezogen. So, jetzt müsste das aber klappen. Perfekt. So. Dann ist hier die Mauer. Mal kurz so. Und einmal als Gizmo. Da bist du. Und einmal in das Gebäude rein. Und einmal sperren. So. Dann haben wir schon mal den Hinterhof hier. Den Hinterhof als grüne Fläche. Oder sollen wir da auch mit dem anderen, mit dem Straßen, so ein dunkle Boden machen? Aber ja, weiß ich jetzt nicht. Wir lassen das erstmal so. Genau, wir gucken jetzt. Ach, jetzt habe ich, was hatten wir? Betonmauer hatten wir. Da müssen wir nämlich einmal das, einmal 180. Wir müssen ja erstmal hier auch die Zufahrt. Mal gucken. Das ist dann. Die geht ja hier hin. Okay, da können wir nämlich dann Parklücken machen. Ich würde sagen, wir ändern das jetzt erstmal. Damit wir hier gleich auch eine Zufahrt machen können. So, als allererstes müssen wir das doch anders machen. Nicht 180, sondern 90. So, das, also, müssen wir auch einmal beide Seiten sperren. Dann ziehen wir den einmal hier rein. So, von der Größe her so, wenn wir so machen.
glaube, so ein LKW braucht auch so ein bisschen Platz zum Rangieren auch, ne? Also, der kann ja nicht einfach hier vorwärts irgendwie rein und dann, ne? Ich glaube, so von der Größe her soll das passen. Ähm, Dann würde ich sagen, wir kopieren den nochmal und drehen den jetzt nochmal auf 180 um. So, und der kommt dann einmal hier dran. Ja, so. Und ich würde sagen, wir sperren den auch nochmal. So, und ziehen den jetzt einmal komplett vor bis an den Bürgersteig. So, dann einmal sperren. So, ich würde sagen, können wir da, damit das ungefähr hier so passt, würde ich jetzt sagen, gehen wir mal hier raus, einmal auf die Straßen und Stadtstraße OM und O ohne Gehweg, also ohne Mittellinie, ohne Gehweg. Dann kürzen wir das erstmal auf 10 Meter und auf 180. So, dann kommst du jetzt einmal hier rüber. Ich würde sagen, wir machen das lieber anders. Wir machen mal minus 90 daraus. So, dann kann das wenigstens hier mit abschließen. Dann sieht das, ja, das ist ein bisschen zu tief. Guck mal hier, wie hoch das sein muss ungefähr. Wir heben das mal an. So, das wäre dann die Höhe, damit das hier mit abschließt. Dann gucken wir mal mit dem Bürgersteig. Ja, geht dann sogar drüber. Moment, wir schauen nochmal. Bist du denn drüber? Eigentlich auf der gleichen. Nee, doch, ein Stück höher. Mhm. Ja, geht eigentlich. Ist ja nicht schlimm. So, dann ziehen wir den einmal in die Mauer. Jetzt bin ich mal Moment. Die Mauer hat ja hier eine Öffnung jetzt. Ne? Sieht ja ein bisschen doof aus, so, ne? Es gibt bei manchen Modellen die Möglichkeit, also so Spline-Modellen, außer Straßen und so, ähm, dass man das in ein Endstück verwandelt, das dann abgeschlossen wird. Aber ne, bei dem ist das leider nicht der Fall. Dann machen wir das in ein Gleis, dann geht das nicht anders, müssen wir das so lassen. Machen wir so. Genau. Und den einmal hier hin. Ist der da durchzusehen? Nein. Okay. Dann einmal kopieren. Kommt nochmal hier dran. Das ist ein Stück zu sehen. Einmal rein. So. Und nochmal. Dann haben wir den hier. Ziehen wir den. Okay. Und ein letztes Mal. Da ist es ein bisschen kleiner. Das heißt, es muss weiter hier hin. Oh, ja. Das passiert jetzt wieder. Nochmal sperren. Weil ich ihn jetzt näher an das andere Straßenstück da legen muss, wird der jetzt da andocken und das möchte ich leider ja jetzt nicht. So, den machen wir gleich. So, jetzt gucken wir mal einmal auf die Seite. Ja, da guckt das noch raus. Einmal das Gizmo bitte. Ziehen wir so weit, dass das nicht zu sehen ist. Okay. Ja, und dann ein Stück nach hinten ziehen. Ja. Dann würde ich hier auch einmal beide Seiten sperren. So, und einmal das Objekt sperren. Jeweils einmal Objekt sperren und nochmal Objekt sperren. Jetzt haben wir alles gesperrt. So,
Dann haben wir hier auch die Zufahrt für den LKW, für zum Liefern. Allerdings, ne, er kann ja schlecht über die Bordsteinkante fahren. Dann gehen wir wieder hoch. So, Moment, da haben wir ja, wo war das Stück? Hier. Das brauchen wir genau. Moment, machen wir so. Wir kopieren uns das, holen das uns einmal hier rüber. Drehen das einmal so. Genau. Das muss ja jetzt hier mit das hier müssen wir ersetzen. Das heißt, wir würden das erstmal nach hinten ziehen und so. Genau. Und das, was ja quasi dann hier, müssen wir ändern mit Parkstreifen rechts. So, Parkstreifen rechts. Ne? Jetzt haben wir hier die Parkstreifen. So, da haben wir aber unser schönes Ding hier. Müssen wir jetzt einmal drehen. Auf 90. So, das ist eigentlich ja für ich glaube so für Fußgänger, ne, damit die einfacher oder Fahrradfahrer oder so einfacher in den Bürgersteig runterkommen. Aber man kann es ja auch dafür nutzen, dass dann quasi ein Auto oder ein LKW hier kommt und dass sie als quasi die Zufahrt dann. Ne? Hier haben wir Parklücken. Ähm, Ich würde sogar sagen, hier das Stück wäre vielleicht Parkenverbot oder so. Oder in so eine Lieferzone, ne? Wäre ja auch eigentlich möglich hier, dass der LKW hier sich hinstellt und liefert. Aber die haben ja hinten ihr Lieferanten, ja, wie nennt man das? Lieferant, Lieferzone da. So, und dann würde hier dann die Parklücken weitergehen. So, und ich glaube, ich würde das auch nämlich auf der anderen Seite machen. Mit Parklücken wäre, glaube ich, schöner, ne? Moment, dann tauschen wir den nämlich auch einmal. Wenn ich den jetzt umtausche, das sind ein zwei Wege. Ne, das ist auch kein zwei Wege, weiche. Warum nicht? Ach so, stimmt. Obwohl, hä? Moment. Haben wir, ach, die war, stimmt, die mittlere Spur führt ja nach links, die ist ja für Rechtsabbieger. Das heißt, dann können wir die nämlich einmal verkürzen und genau das Gegenstück von dem, wo haben wir das? Das andere hier, kann man nehmen und tun wir jetzt einmal hier hin. Na, komm, dock an, andocken. Genau. Und den würde ich dann einmal ziehen. So, und einmal tauschen. Genau, und dann hätten wir hier nämlich unsere Parklücke. Allerdings, das ist dann jetzt ein bisschen problematisch hier. Hm. Ja, ja, ja. Gibt es den nicht mit Parkspur, ne? Ja. Weil hier müsste eigentlich so ein Teil. Gucken mal, einmal drehen. Ich weiß, wir wollten die Straßenbahn machen, jetzt bin ich wieder woanders gelandet. Das ist immer wieder. Ich mache irgendwas und dann, und dann sehe ich irgendwas anderes, was ich machen will und dann ja, vergesse ich das andere wieder. So, ich mache das ganz kurz und dann gucken wir weiter mit der Straßenbahn. Ja, der muss jetzt eigentlich hier andocken, aber wenn ich das mache, dann habe ich das Ding hier nicht mehr. Nee, Moment. Es geht doch. Mach mal so, mach mal so. Genau. Und dann können wir hier einmal zack, zack. Oder? Ja, sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber es funktioniert. Ja, gut, das können wir dann so lassen. Wir haben ja hier nämlich auch ein Hotel, ist ja so ein Restaurant, ein Hotel. Ich meine, ja, so ein Hotel oder so braucht ja auch irgendwo Parkplätze, ne?
Ähm, Da ist die Frage, machen wir den auf der Seite oder auf der anderen Seite? Das ist eine Zwei-Wege-Weiche, da ist das ein bisschen problematisch, das zu machen. Oder man könnte das verkürzen. Moment. Machen wir einmal kürzen, so weit wie möglich. Und dann einmal hier andocken wieder. Genau. Dann braucht man nämlich genau das. Einmal das. Und würden das dann quasi hier anbringen. So. Ja, und dann hätten wir kopieren. Die Parklücke nochmal hier drin. So. Die würde ich nochmal erstmal verkürzen. Weil hier wollte ich irgendwas anderes noch gucken. Ja, noch ein Stück vor. So. Dann kann man nämlich, das Hotel hat auch einen Hintereingang, würde ich sagen, einmal, ja, was müsste 0 sein, ne? Nee, doch nicht. 180. Genau, und ja, dann würde ich sagen, das Hotel hat dann quasi seine Einfahrt, ja, ein bisschen zu weit in der Straße, ein bisschen rein. So. Dann hat er seine Zufahrt zu seinem Parkplatz hier hinten oder so. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, die würden wir erstmal sperren, damit die erstmal da bleiben. So, das ist erstmal das. Ähm, genau, dann gucken wir mal mit der Straßenbahn. So, jetzt, wenn wir jetzt hier überall noch weiter Gebäude machen, dann kommt die Bahn da ja überhaupt nicht mehr durch. Es gab doch, jetzt muss ich mal schauen, wo war das denn? Straßenobjekte hier. Gleisobjekt Straße, einmal ein Schupur. So Absenkungen, aber es gab welche hier, diese Straßenbahn. Einmal 45 Grad und einmal 90 Grad. So, ich weiß jetzt nur nicht, wie ich die benutzen kann. Hier, docken sich hier an, ne, quasi, dann haben wir hier, so, geht das hier runter. Ja, mit dem Bürgersteig ist das so ein bisschen doof. Weil wenn ein Bürgersteig hier weiterführt, dann ist das hier abgesenkt, aber hier hinter ist das wieder alles hoch. Deswegen habe ich das ja extra so eingestellt, dass der quasi über wie heißt das hier? Über über den Bürgersteig hier, wie hier über die Betonplatten da, Bodenplatten fahren kann. Deswegen nutze ich das jetzt ja gar nicht. Ähm, Ich würde nämlich sagen, die Bahn, die Straßenbahn, es ist eine Straßenbahn. Normalerweise müsste die sich ja mit der Straße verbinden. Ich habe mal eine Idee. Ja, hier ist schon der nächste. Oh, hier ist direkt eine Weiche. Da können wir gar keinen Bahnübergang machen. Ja, ich habe eine Idee. Moment, ich kopiere mir das einmal. Jetzt muss ich mal gucken, auf welcher Höhe das war. 225. Hat er die Höhe? 225. Okay. So, dann würde ich die nämlich einmal ziehen. Und einmal drehen. Quasi so. Dass die Bahn, ja, noch ein bisschen so drehen. Dass die Straßenbahn dann quasi hier einmal dreht. So über über den Gleis von der Bahn fährt. Auch wenn das jetzt gerade nicht so schön aussieht. Ähm, Würde ich jetzt sagen. So, dass die dann mittig ist. Das heißt, mit 3,5 hatten wir die gemacht, glaube ich, ne? Straßenbahn. Ja. So, wo bist du? Hier oben müsstest du sein. Einmal links. Da. Einmal auswählen. 3,5 müsste das sein. Und einmal nach umkehren. Aber genau.
So ungefähr. So, und dann würde ich so gucken, dass die Straßen dann quasi, jetzt hier die Straße, irgendwie eine Verbindung irgendwie so fährt. Und die kommt dann hier so rum, aber die verbindet sich nicht. Ich muss mal schauen, wie sieht das aus, wenn ich von hier dahin verbinde. Funktioniert das? Ja. Und einmal andersrum. Den einmal hier hin. Passt das von der... Ja, das wird eng, ne? Ziemlich eng in der Kurve hier. Ja. Ich muss noch anders. Hatten wir nicht 3,5 gemacht? Muss ich jetzt testen. So, wir gucken mal. Das Stück hier, wenn ich so mache, 3,5. Nee, da hatten wir wirklich, okay, doch 4,5 gemacht. Tatsächlich, okay. Ja, gut. Dann müssen wir das nämlich wieder anders machen, denn dann habe ich da die falschen Gleisabstand gemacht. Dann löschen wir die erstmal alle hier. Und mir fällt gerade wieder auf hier, wie bei den Bahngleisen, als wir die gebaut haben, wir haben wieder keine Oberleitungen. Genau. Machen wir mal ganz schnell hier alles umstellen auf elektrisch. Man könnte, es gibt auch Splines als Oberleitungen als Splines. Die zu verlegen habe ich einmal versucht. Das war mir ein bisschen zu umständlich. Deswegen benutze ich lieber jetzt die immer, die da schon mit den Modellen dabei sind, wenn man auf elektrisch einstellt. So, dann braucht man nur noch die Oberleitungsmasten ja, zu platzieren. Das reicht dann schon. So, das könnten wir mal auch gleich einmal kurz machen, um zu schauen, wie das aussehen mag. So, elektrisch haben wir alles. Hier fehlt noch dazwischen noch. Und elektrisch. Jetzt haben wir alles, ne? Ja, alles klar. Müssen wir mal gleich gucken. Die zwei nämlich auch. Hätte ich die von Anfang an auf elektrisch gestellt, wird dann jede weitere Gleis, was dann quasi da hinzugefügt wird, elektrisch. Jetzt sehe ich hier. Ja gut, das ist natürlich, das geht gar nicht. Wie soll hier eine Bahn vorbeikommen, wenn da quer die Oberleitung von der Straßenbahn ist? Ja, das ist natürlich jetzt. Das haben wir jetzt nicht gesehen, okay? Das ist ganz normal. Wir fahren da ganz normal durch. Also da halte ich mich jetzt nicht mit auf. Also so eine Kleinigkeit jetzt auch nicht. Wir machen jetzt weiter. So, jetzt müsste der Abstand nämlich natürlich wieder nicht passen, weil ich den Abstand wieder nicht angepasst habe. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, der kommt einmal weg. So, einmal du. So, jetzt haben wir den Abstand von 4,5. Und jetzt einmal, wir machen das mal anders, wir machen das mal direkt von hier. So, einmal du mit hier, einmal du mit hier. Ja, hier vorne ist das so eine richtig enge Kurve, ne? Hier wird das ziemlich eng. Da habe ich das... Ja, die Kurve ist irgendwie zu stark. Wir probieren mal aus. Moment, wir gehen mal auf Rollmaterial. Zug öffnen. Straßenbahn. So, wen nehmen wir denn mal? Nehmen wir mal ein Combino. Ja, der blaue ist schön. Wir nehmen mal den blauen und tun den mal hier hin. Und wir nehmen noch ein. Was
nehmen wir denn? Ein. Nehmen wir mal hier so ein. Die U78. So, das ist aber eine Dreier-Traktion. So, dann komm mal her. So würde der in die Kurve fahren. Quasi. Und der würde dann hier kommen. Ja, es geht. Also die kommen sich doch nicht so in die Quere. Ist zwar ein bisschen eine enge Kurve. Müsste eigentlich klappen. Gucken mal. So. Nö. Passt ja so, ne? Also hier ist, ich glaube, hier geht das wieder so breiter. Hier ist diese engste Stelle, würde ich jetzt sagen, so von Augenmaß her gesehen. Gucken mal, ziehen den mal wieder zurück. Aber scheint, ja, passt. Nö, passt da. Braucht man auch keinen Spiegel einfahren oder so, passt perfekt. Können das auch mal nochmal mit den anderen Zügen ausprobieren. Wir haben ja noch viele andere, zum Beispiel ein Flexity Berliner, die Berliner Straßenbahn hier. So, die kann auch schon mal vorziehen. Das passt aber auch. Und nochmal, dann gibt es ja noch die. Haben wir die hier nicht? Tramlins. Hier die TW 2000. Wo können wir die denn hinstellen? Ja, komm, kommt mal hier hin. So, das ist die TW 2000 und hier ist die TW 6000. So, einmal ein Stück zurück und dann kann er nochmal ein Stück kommen. So. Nö, passt, also sieht schön aus, finde ich. Super. Ne? Also passt perfekt. Ich glaube, die können wir jetzt erstmal auch hier drauf lassen. Weil ich wollte jetzt erstmal gucken mit der Straßenbahn. Das ist natürlich die Frage, ne? Ich würde jetzt hier weiterbauen, aber allerdings ist die Frage jetzt, was wir hier noch bauen werden oder was wir bauen könnten, dass die Straßenbahn da sich quasi anschließt. Deswegen würde ich jetzt erstmal kurz schauen und sagen, würde ich erstmal gucken, dass wir die Straße irgendwie hier hinkriegen. Quasi die Straße hier hin, dass die auch so kommt. So, dann gehen wir einmal aufs Spline zurück. Genau. So, Fahrwege, Straßen, ein Schupur. Ja gut, hier müsste dann ohne Parkstreifen sein. Das heißt, wir nehmen dann eins mit Gehweg, das wäre dann rechts. Das wäre dann so rum. Quasi, ne? Dann machen wir so, dass die Bahn dann quasi ab da zwischen beiden Stufen. Oh Mann. Zwischen den Fahrstreifen, jeweilige Fahrtrichtung in der Mitte fährt, in der eigenen Trasse, würde ich jetzt so eigentlich planen. Ähm, Ich muss jetzt aber nur schauen, dass ich das irgendwie von der Winkel her so hinkriege, dass wir gleich hier kein Problem haben mit der Verbindung, weil hier ist auch schon ein bisschen äh, schmal. So, dann würde ich erstmal kurz so lassen. Ich guck mal. Machen wir hier einmal so verbinden. Hier, so eine knickende Kurve ist da. Fast hätte es funktioniert. Den würde ich nämlich erstmal tauschen. So würde. Und hier den erstmal verkürzen. Oder, nee, einmal komplett rausnehmen am besten. Weil da müsste nämlich erstmal der hier kommen. Einmal drehen. Genau, der zum Abschließen hier. Genau. Dann müssen wir mal schauen. Ja, man sieht ja, ne, ungefähr. Muss man vielleicht.
Gizmo, so ein Stück hier so. Dann passt das vielleicht sogar ohne einen Knick. Ja, ist trotzdem ein Knick drin. Ja gut, die paar Millimeter ist nicht schlimm. Dann machen wir so. Den würde ich dann erstmal ein bisschen doch zurückziehen. Und den hier anschließen. So. Das ist natürlich lustig für die PKWs. Ne? Einmal hier Gleise von der Straßenbahn und dann direkt in die Gleise von von der Deutschen Bahn, von der Bahn. So, Straßenbahn und von der Bahn so nah beieinander ist ein bisschen doof eigentlich. Ja, wir lassen das erstmal so. Genau. Die Straßenbahn würde dann einmal quasi rum dahin und da auf der anderen Seite, ja, könnten wir ja eventuell, hier ist ja auch so Wendeschleife, die Wendestelle für den Bus, hatten wir ja gesagt. Könnten wir hier so machen, dass quasi hier die Endhaltestelle, beziehungsweise die erste Abfahrthaltestelle von der Straßenbahn ist und hier so eine Wendeschleife machen, dass die Straßenbahn hier auch einmal dreht und wieder zurückfährt. Könnten wir auch noch machen. Ja, das ist jetzt genau das, was ich nicht wollte. Weil, wenn ich jetzt hier einmal den auf die andere Seite und einmal komplett, ja, das kann ich jetzt nicht, muss man anders machen. So, muss ich, komm her, machen wir mal anschließen, dann passt das wenigstens, sind die wenigstens parallel zueinander. Und als Straße würde ich dann sagen, das wäre dann ja quasi so. Okay. Und wenn ich das jetzt einmal verbinde, so würde das dann aussehen. Jetzt ist nur die Frage hier, wie gesagt, mit der Straße, wie wir das hier machen. Machen wir mal hier 90 Grad, damit das gerade Zahlen sind. Ist einfacher mit der Hand zu haben. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Verbindung aussieht. Ja, es geht. Und die Straßenbahn vielleicht ein bisschen kürzen, dass die dann einmal hier quasi hier rumgeht. Und dann hier eine Kreuzung, wo die Straßenbahn, keine Ahnung, nach links, nach rechts fährt. So, das gleiche müsste ich dann jetzt einmal mit dem machen. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Abstand ich hier halten muss. Ja. Wir nehmen den mal kurz und drehen den auf. Muss das denn 180 sein? Nee. Nicht minus 180. Einfach 90. So. In die entgegengesetzte Richtung. Jetzt müssen wir schauen. So ein Stück nach hinten, dass die Bahn da Platz hat. Genau. Und würde ich das einmal kopieren. Hier einmal drehen. So, und dann gucken wir einmal kurz nach den, ja, fast 90 Grad. So, den müssen wir natürlich erstmal von der Straße ein Stück wegziehen. So, ja, das ist natürlich jetzt mit der Verbindung nicht so prickelnd.
sieht das denn aus, wenn ich jetzt hier das hier einmal kopiere und quasi hier unsere zweite Haltestelle hinmache. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass das so auf der gleichen Höhe wie die sind. Und dann einmal die Drehung auf 90. So. Die müsste natürlich erstmal weg von der Straße, so ungefähr. Okay. Machen wir die zweite Haltestelle hier hin. So, das sind 1, 2, 3. Ich glaube, 3 reichen. Oder 4 hatten wir, glaube ich, da hinten. Ja, dann passt das hier nicht mehr so schön. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, nee, das ist schon... Nope, weil wir haben hier noch kein Ende gemacht, ne? Das muss ja auch noch hin. Dann kommt das weg. Können wir den aber ein Stück so ziehen, damit wir dann auf der anderen Seite ein bisschen Puffer haben. Jetzt habe ich aber das gleiche wieder gemacht, weil da kommt ja noch, wie gesagt, das Ende hin. Das da kommt dann nochmal hin. Dann haben wir wieder diesen Knick. Wir gucken mal. Nee, 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 nee. Das ist nicht schön, du. Wenn ich das wegmache. Vielleicht kürzer. Ja, das ist nicht kürzer, sondern der Winkel, wie das Gleis kommt, ist ein bisschen doof. Es müsste weiter von hier so, damit er hier so eine leichte Kurve hat. Aber von hier ist es ein bisschen schwierig. Ja, das ist schwierig. Gut, ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Machen wir in der nächsten Folge da weiter. Ich glaube, wir haben die Stunde jetzt schon wieder voll. So, ja, wir haben das Gleis, das Straßenbahngleis ein Stück verlängert und einen zweiten Bahnsteig hier machen. Gerade sind wir gerade dabei zu machen, so rum. So haben wir hier Parklücken, so Parkstreifen erstellt und den Zugang für so ein kleiner Hof für dieses Möbelgebäude, Möbelhaus. Hier für den Hinterhof haben wir mit Mauer abgegrenzt. Und ja, die schöne, tolle Überwege hier mit den Zebrastreifen und einmal hier die Sperrfläche. Und genau, jetzt muss ich schauen, ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen, Graffitis. Wir gucken mal nach Graffiti. Modell suchen. Modell suchen. Graffiti. Wie schreibt man Graffiti eigentlich? Schreiben wir das mit Graffiti? Mit Doppel-F? Ja, tatsächlich. Doppel-F. So, jetzt haben wir hier so wunderschöne, viele Graffitis. Hier den, wo ist der hin jetzt? Da, der Grenze, nee. Da, der ist so perfekt an dem Boden. Gizmo einmal an die Wand mit dir. Ein bisschen zu groß für die Mauer. Machen wir das nur einmal skalieren. So. Haben wir hier nämlich ein Graffiti schon mal. Nehmen wir noch ein zweites schnell. Hier so ein Schalthaus. Bahnübergang Schalthaus mit Graffiti. Na, guck mal, das ist doch super. Den können wir doch schon mal hier hinstellen. Den brauchen wir doch später. Wenn wir da unseren Bahnübergang bauen, ne? So. Ach, nehmen wir mal eins. Hier, das hier. Aber das ist das Stück. Nehmen wir mal hier. Einmal Gizmo. Und... Na? Zack. Na, sieht doch schön aus. Perfekt, ja. Gut.
Damit, ja, würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge. Ja, und nächstes Mal machen wir hier mit dem Bahnsteig weiter, dass wir da irgendeine Lösung finden. Und wir können ja mal schauen, dass wir hier schon mal die Kreuzung, können wir ja schon mal schalten, schalten, können wir ja schon mal Ampelanlage bauen mit Schaltung und können mal testen, ob das funktioniert. Und ja, dann schauen wir mal in der nächsten Folge. Ne? Und ja, danke, dass ihr wieder mit dabei wart und gerne einen Daumen hoch da lassen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, gerne abonnieren. Und wie immer, habt ihr Kritik, Tipps oder Fragen, gerne in die Kommentare. Beantworte ich gerne natürlich. So, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.